bügelst Papas Hemd? Nee. Das ist von unserem neuen Designer. Du bist verknallt. Auf der CD, auf der Ansgars Nummernkonto aufgelistet ist. Bei der Bank habe auch ich ein Konto. Ich brauche deine Meinung. Der oder der? Der da. Wenn ich Ansgar meine LCL-Anteile nicht überschreibe, dann bringt er mich in den Knast. Ich habe keine Zeit, der Flieger geht gleich. Ich muss wissen, ob ich auf deine Hilfe zählen kann. Ja, natürlich helfe ich der Mama, aber das wird der Mama nicht verraten, okay? Ja. Martha? Bis morgen. Ja, was soll ich sagen? Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Meine Physiotherapeutin, ich war ein bisschen verspannt, aber jetzt ist besser. Wie geht's denn Tanja noch in Mailand? Weißt du, merkwürdigerweise erinnert mich das alles so ein bisschen an die Geschichte mit dem Hasen und dem Igel. Du weißt schon. Da gab's doch diese 2 Igel. Die hielten sich für besonders schlau. Der eine machte sich auf den Weg in die Schweiz, um eine CD mit Bankdaten zu beschaffen. Und mit deren Hilfe wollten sie dem Hasen an den Möhrenvorrat. Ansgar, ich kann nichts dafür, dass dein Sohn langsam aus dem Märchenalter raus ist. Na schön, dann Klartext. Tanja unterhält illegale Konten in der Schweiz. Und das Beste daran ist, ihr selbst liefert mir den Beweis dafür. Vor allem haben wir den Beweis dafür, dass die Krise der Lahnsteinbank tatsächlich nur von dir erfunden worden ist. Indem du unser Firmenvermögen erst auf die Caymans und später in die Schweiz verklappt hast. Interessante Theorie. Dummerweise taucht mein Name auf dieser Liste der Steuersünder nirgends auf. Ganz im Gegensatz zu dem von Tanja. Wie dem auch sei, du weißt ja, wie das Märchen ausgeht. Am Ende gewinnen die Igel. Die waren zu zweit. Siehst du, und das ist das Blöde an Märchen. Die Realität sieht meistens anders aus. In der Realität weiß ich nämlich, dass Tanja wieder auf dem Weg in die Schweiz ist. Aber sie wird nichts Belastendes gegen mich finden. Es gibt kein Duplikat dieser CD, dafür habe ich gesorgt. Der Hase hatte nicht nur die längeren Beine, er hat auch die größeren Ohren. Lieferantentermin in Mailand. Hi. Ich hätte gern Kakao. Fett mit Sahne wie immer? Genau. Hi, Dana. Hi, Martha. Wie süß. Das schläft ja. Ja, endlich. Was machst du denn eigentlich so spät noch mit Max? Kleine wollte einfach nicht schlafen. Naja, und ich... Seit Tagen weg ist, machst du kein Auge zu. Habe ich recht? Zum Glück ist Max eine Nachteule. Und er liebt es, wenn ich ihn stundenlang um den Block schiebe. Und du? Mit Juri? Hast du ihn schon gefragt wegen der Verabredung? Also, wir haben über Knöpfe geredet. Oh. Ja, das ist ja durchaus ein Auftakt für ein sehr intensives Gespräch. Ja, immer noch besser, als ihm kurz darauf mit dem Bügeleisen fast den Fuß zu zertrümmern. Oh nein. Oh ja. Aber danach ist es eigentlich noch recht schön geworden. Ich meine, wir haben American Pizza gegessen. Mit extra Käse. Das klingt doch super. Ja, das fand ich auch. Und ich habe ihn wirklich kurz fragen wollen, ob er nicht mal was mit mir trinken gehen möchte. Aber Er hat schon das nächste Model am Start. Ich meine, hätte ich mir auch denken können. Der Mann ist ein Star-Designer, ja? Und natürlich liegt der Wert auf Äußerlichkeiten. Das ist irgendwie eine Berufskrankheit. Obwohl dieses Model echt die totale Zicke ist. und hat er ernsthaftes Interesse an dieser Zicke? Der hat jeden nach der andere. Na, dann hat er die richtige wohl noch nicht gefunden. Dein Märchen von vorhin, das hat einen kleinen Schönheitsfehler.
Welchen denn? Das alternative Ende? Ja, genau. An deiner Stelle wäre ich mir nicht ganz so sicher, dass Tanja in der Schweiz nichts findet. Ihr habt doch gar nichts gegen mich in der Hand. Ich allerdings kann Tanja jederzeit hochgehen lassen. Wegen Steuerhinterziehung. Erpressung ist auch strafbar. Zeig mich doch an. Es ist doch so, wenn ihr nicht wollt, dass Emma die nächsten Jahre ohne ihre Mutter aufwächst, geht ihr besser auf mein Angebot ein. Apropos Angebot, ich hab da was für dich. Aha. Ja, und zwar einen ersten Entwurf für den Vertrag, mit dem Tanja mir ihre 50% an LCL überschreibt. Was soll ich damit? Ich warte, dass du den endgültigen Vertragstext aufsetzt. Natürlich wasserdicht. Vergiss es. Weißt du, ich würde ja jetzt ganz gern bitte, bitte sagen, aber du bist Justiziar bei Landstein Enterprises. Ich bin der Firmenchef. Da ist die Befehlskette sowas von klar. Nicht schon wieder Jessica. Ich weiß, ich bin im Mutterschutz und ich dürfte eigentlich gar nicht hier sein, aber ich muss zu Tanja. Ja, die ist nicht im Haus. Ich muss mit ihr aber über meinen Wiedereinstieg als Model sprechen. Wie? Dein Baby ist doch erst 6 Wochen alt. Ja, die anderen Supermodels sind doch auch sofort nach der Geburt wieder auf dem Laufsteg. Die anderen Supermodels. Also nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst. Ich finde es ganz toll als Mutter, aber so als moderne Frau füllt einen das auf Dauer nicht richtig aus. Ja, das musst du wissen. Tanja ist jedenfalls auf Geschäftsreise, erst morgen wieder da und dann kannst du es ja mit ihr klären. Na, jetzt, wo ich schon mal hier bin, könnte ich doch eigentlich neue Fotos für die Setcard machen. Weißt du, ob ein Fotograf gerade frei ist? Sag mal, Jessica, welchen Teil von Mutterschutz verstehst du eigentlich kontinuierlich falsch? Außerdem habe ich überhaupt keine Zeit, mit dir hier ein Pläuschchen zu halten. Unsere neue Kollektion ist in ein paar Wochen fertig. Du weißt, was das heißt. Wer präsentiert die neue Kollektion? Moi. Martha? Arbeitsbeginn war vor einer halben Stunde. Ich weiß. Ich habe heute Morgen den Wecker nicht gehört. Du, ob Wecker oder Straßenbahn, das ist mir egal. Morgen kommst du einfach wieder pünktlich, ja? Versprochen. Das kommt nicht wieder vor. Also, das mit dem zu spät kommen kommt nicht wieder vor. Alles klar? Martha ist zu spät gekommen. Das geht schon in Ordnung. Ich stehe jetzt auch nicht mit der Stoppuhr an der Tür, aber Martha sitzt an Mustern, die ich dringend zum Weiterarbeiten brauche. Sie hat gestern bis 23 Uhr für mich gearbeitet. Ich dachte, es ist okay, wenn sie ein bisschen später kommt. Hm? Entschuldige, hab's vergessen, dir zu sagen. Kein Problem. Martha, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Dann ist das natürlich was anderes. Und was die Muster angeht... Die... Habe ich gestern noch fertig gemacht. Oh. Gute Arbeit. Ich danke dir. Hallo, Tanja. Hey. Wie geht's Emma? Gut. Sie ist gerade mit der Nanny draußen im Park. Ich weiß, dass du immer noch sauer auf mich bist, weil ich dir nichts von meinem Konto erzählt habe, aber... Ansgar weiß, dass du in der Schweiz bist. Was? Wieso das denn? Ja, man kann vieles gegen ihn sagen, aber dumm ist er nicht. Er hat durchblicken lassen, dass er mittlerweile alle seine Spuren verwischt hat. Ah, das kann man wohl sagen. Ich habe alles versucht, aber unser Kontaktmann ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich kann keine Kopie
dieser verdammten CD auftreiben. Ja, Ansgar hat auch sowas angedeutet. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Mir steht das Wasser bis zum Hals, Sebastian. Die einzige CD, die noch existiert, besitzt Ansgar. Und wenn er die an den Staatsanwalt weitergibt, dann bin ich geliefert. Jetzt beruhig dich doch erstmal. Du hast doch mittlerweile dein Konto aufgelöst, oder? Na und? Meine Daten sind auf dieser verdammten CD. Ansgar hat mich in der Hand. Sebastian, bitte. Ich brauche dich. Hältst du zu mir? Lass uns doch nicht aufgeben. Nicht bevor wir nicht alles versucht haben. Sonst werden wir Ansgar niemals los. Ich verliere meine Firma und du das Erbe deines Vaters. Ich weiß. Denk wenigstens drüber nach. Ich melde mich wieder. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. Du brauchst gar nicht so zu gucken. Der Speck muss weg. Ab auf den Stepper. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Brauchst du noch lang? Schon mal was von Anklopfen gehört? Brauchst du noch lange? Ich bin gleich weg, wenn du mir eine Frage beantwortest. Würdest du mich so buchen? Ist das jetzt eine Fangfrage? Normalerweise zahle ich nicht für sowas. Sowas? Fritsch, ich bin Model. Sowas muss einem ja auch gesagt werden. Also, was ist jetzt? Ich habe eh nie verstanden, warum sie dich buchen. Früher nicht und heute nicht. Willst du damit sagen, dass ich irgendwie ausgeleiert aussehe? Danke. Auf das Wort wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Hast ja recht. Die Schwangerschaft ist irgendwie doch nicht so spurlos an mir vorbeigezogen. Aber ich habe ja noch ein paar Wochen, bis ich wieder in Form sein muss. Ich will euch nichts vormachen. Wir haben nicht viel Zeit. Vor allem, was die Fertigstellung der Muster angeht. Das heißt, die nächsten Wochen werden verdammt hart. Aber dafür wird das die beste Kollektion, die LCL je rausgebracht hat. Das heißt, keine Zeit verlieren, ab an die Arbeit. Mädels, da kommt viel Arbeit. Ja, Überstunden, Alter. Also jetzt definitiv klar. Schwul ist unser neuer Designer nicht. Hab ich doch gleich gesagt. Und da greift sich natürlich eins von den Models ab. Zwischen den beiden läuft was, oder? Echt, meinst du wirklich? Eifersüchtig? Quatsch. Der kann in seiner Freizeit machen, was er will. Mir wäre die ja zu billig. Ich hätte gerne ihren Hintern. Dann lass bei der nächsten Pizza einen doppelten Käse weg für den Anfang. Eindeutig. Da geht was. Ich war mit Max bei der Hüftsonographie. Und? Mit den Hüften kann er Profireiter werden. So wie Nummer 2. Hm? Cool. Und weißt du, wo ich war? Bei LCL. Und die präsentieren in ein paar Wochen ihre neue Kollektion und ich hoffe mit mir auf dem Laufsteg. So, meinst du nicht, du solltest noch ein bisschen warten mit den Modeln? Ja, erstmal geht's ja jetzt nur um diese eine Modenschau. Gut, dann drücke ich dir für die eine Modenschau die Daumen. Ich muss jetzt gleich zurück ins Gestüt und der Kleine, der müsste gleich wieder Hunger kriegen. Warum sagst du mir das? Damit du ihm sein Fläschchen geben kannst. Also, du nimmst ihn gar nicht mit? Es war abgemacht, dass du ihn nach dem Arzttermin nimmst. Aber ich habe noch 28 Minuten auf dem Stepper und dann wollte ich raus zum Joggen. Was willst du mir jetzt damit sagen? Ich habe einen knallharten Trainingsplan und wenn ich den nicht ganz genau einhalte, dann werde ich niemals in ein paar Wochen wieder Modelmaße haben. Ja, und deshalb soll ich jetzt ein paar Wochen nicht arbeiten gehen, oder was?
Nein, natürlich nicht. Gut. Vielleicht lässt der Kleine dir ja noch ein bisschen Zeit mit seinem Hunger. Dann kannst du deine Stepper-Einheit fertig machen und heute Abend hast du dann Zeit zum Joggen. Da wollte ich meine Bauchbeine-Po-Einheit. Na gut, abends joggen ist ja eh viel besser. Genau. Ciao. Na toll. Das ist eine Nichtraucherwohnung. Oh, ich fürchte, da haben Sie was nicht ganz begriffen. Das ist ab sofort mein Büro. Eine Frage. Darf man in Deutschland einfach so Wohnraum in gewerblichen Raum umwandeln, obwohl es noch einen Mieter gibt? Natürlich nicht. Sehen Sie? Das dachte ich mir. Und wenn Sie denken, Sie könnten sich, warum auch immer, einfach so über bestehendes Mietrecht hinwegsetzen, nicht mit mir. Sagen Sie mal, Mietrecht setzt doch erst mal einen Mietvertrag voraus, nicht wahr? Ich habe eine mündliche Zusicherung von Clarissa von Anstetten. Clarissa. Ach, richtig. Das war doch die Person, die immer recht generös war mit Dingen, die ihr eigentlich nicht gehören. Ich vermute, die Zusicherung können Sie vergessen. Hm. Oh, wie schön, dass du kommst. Wir haben gerade von der Frau gesprochen, die so großzügig deine Leber spenden wollte, mit seiner Hilfe. Worum geht's? Vielleicht kannst du als unser Hausjurist diesem spanischen Hausbesetzer mal klar machen, dass er zügig mein Büro zu räumen hat. Nur damit ich das verstehe, Ansgar, seit wann ist das hier dein Büro? Seit ich mich dafür entschieden habe. Und dein Büro im Lahnstein Tower? Ach, weißt du, ich finde, LCN entwickelt sich mehr und mehr zum Zentrum des Unternehmens. Da will ich doch vor Ort sein. Verstehe. Dürfte ich mal einen Blick in Ihren Mietvertrag werfen? Ich habe nur eine mündliche Zusicherung von Clarissa von Anstetten, aber ich denke, wir werden sicher eine für alle zufriedenstellende Lösung finden. Sicher, wenn es dafür gute Gründe gibt. Nur leider sehe ich keinen. Sie haben keinen Mietvertrag und mein Cousin meldet Eigenbedarf an. Damit ist der Fall ziemlich klar. Aber das Gesetz... Ja. In 24 Stunden, dann sind Sie hier raus. Schöner hätte ich es auch nicht formulieren können. Und jetzt zu uns. Was hast du da? Unsere Fundsachen für diese Woche. Echt krass, was die Models immer vergessen nach so einem Casting. Looking down the line at you, left a trail. I hope you will undo. Ist es deins? Nein. Ach so, na dann. Doch. Also was jetzt? Also, ich meine, ich weiß, wem das gehört. Dann gib's ihm. Und sag ihm, er soll besser auf seine Sachen aufpassen. Okay. Maxi hat gegessen und schläft jetzt. Schon mal was von Anklopfen gehört? Maxi hat gegessen und schläft jetzt. Schön für ihn. Das heißt, er hat wahrscheinlich erst wieder in 3 oder 4 Stunden Hunger. Ja? Ja. Warum soll mich das interessieren? Weil ich glaube, dass du das schaffst. Was? Ja, auf ihn aufzupassen. Ich muss dringend an mir arbeiten, wenn ich in ein paar Wochen wieder auf den Laufsteg will. Ich weiß, die meisten sagen, ich sehe top aus, aber Modelmaße sind ja doch was anderes. Vergiss das mal. Ich habe gleich einen wichtigen Kundentermin. Aber ich dachte, du könntest jetzt vielleicht... Wenn ich jetzt keinen Termin hätte, würde ich mir einen für dich erfinden. Und jetzt raus. Hast du Zeit oder bist du im Stress? Hast du Zeit oder bist du im Stress? Was? Jetzt? Nein. Also ja, also ich meine, ich habe Zeit und keinen Stress. Entschuldigung. Gut. Geht's um den Stoff von gestern? Okay, was soll ich machen? Ich habe von dem Stoff ein paar Muster zugeschnitten. Ich will gern sehen, wie er fällt. Klar, ich hole die Schneiderpuppe. Nein. Ich brauche einen bewegten, lebenden Körper.
Ah, der ist hier. Steckst du den Stoff an Tabea ab? Danke. Super. Wusste doch, dass du es noch begreifst. Was? Dass ich der Chef bin und du meine Anweisungen besser vorleistest. Ich lasse das von meinem Anwalt prüfen. Natürlich tun Sie das. Apropos, was macht eigentlich Ihr Beschreibungsvertrag? Hab ich zerrissen. Du willst es auf die harte Tour, ja? Soll ich dir eine Abmahnung erteilen? Tu dir keinen Zwang an. Auf den Prozess beim Arbeitsgericht lasse ich gerne ankommen. Was soll denn jetzt dieser Zwergenaufstand? Das ändert doch alles nichts an den Tatsachen. Dass du ein Verbrecher bist? Ich bekomme Tanjas Anteile, sonst wandert sie in den Knast. Abwarten, wer hier am Ende in den Knast wandert. Hallo? Der Fahrstuhl ist stecken geblieben. Ja, wissen wir. Entschuldigung, wir haben hier einen technischen Defekt. Ach was, da wäre ich ja von alleine nie drauf gekommen. Hören Sie mal zu, hier ist Ansgar von Lansche. Wenn Sie das nicht bald in den Griff kriegen, haben Sie auch einen beruflichen Defekt. Uiuiui. Hallo? Wie lange werden Sie denn ungefähr brauchen? Tut mir leid, wissen wir nicht genau. Wir arbeiten daran. Schön. Na, bestens. Tante Schneider, wie schön, dass Sie Sie hier treffen. Jessica. Haben Sie kurz Zeit? Ja. Wieso? Das ist gut, denn ich habe gleich einen ganz wichtigen Termin. Ich will ja wieder im Job richtig durchstarten. Und eigentlich müsste ich sofort los. Und So wollen Sie sich bewerben? ja. Es ist sozusagen ein Schaulaufen. Als Model? Ja, ungefähr. Auf jeden Fall kann ich Maxi auf gar keinen Fall mitnehmen. Und da ist im Gestüt und dann dachte ich, vielleicht könnten Sie ganz... Ah, es tut mir leid, ich habe eine Mitarbeiterversammlung. Ich fürchte, Sie müssen sich jemand anderen suchen. Tut mir leid, Jessica. Also viel Erfolg, ja? Luca? Ja? Wir müssten was besprechen. Danke. Mit dem neuen Creative Director, Juri Adam. Nein, ich verrück dich nicht. Genau, der Designer. Oh, ich sag dir, der ist voll süß. Erst waren wir in einer total hippen Bar, kannte ich noch gar nicht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich noch mit zu ihm will. Ey, du Trampel, kannst du nicht aufpassen? Entschuldigung. Wo war ich? Genau. Also, da sind wir zu ihm und, boah, ich sag's dir, das ging voll ab, kaum dass wir rein sind. Aber hallo, Juri ist echt der Hammer im Bett. Bei einer Skala von 1 bis 10? 12. Der hat Sachen gemacht. Oh, ich glaube, uns hat die ganze Stadt gehört. Ey, nicht herumdösen, bitte. Ich muss noch zum Training. Mach mal ein bisschen schneller. Ey, hier ist eine Schnarchnase, die kriegt nichts auf die Kette. Ich meine, wenn ich Näherin wäre, hätte ich auch die Ruhe weg. Bei meinem Job kommt es halt auf jede Sekunde an. Kann sich diese Trantüse wohl nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall. Ah! Pinnst du, ey? Ups. Panzerquartett. Wollte ich Hannes schenken. Damit er schon mal alles über Bodenoffensiven lernt? Sehr gut. Ja, früh übt sich. Na, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde? Von mir aus. Oh Gott. Bestimmt 25 Jahre her, dass ich sowas das letzte Mal gespielt habe. Und dabei hättest du damals bestimmt schon lieber echte Panzer gesammelt. Na klar. Und du? Bunte Büroklammern? Seltene Loks.
Der Verlierer fängt an. Ich habe den P34. Zweiter Weltkrieg, nicht schlecht. Ja, dann nehme ich doch mal das Baujahr. Mark I, Erster Weltkrieg. Warum spielen wir hier eigentlich? Ich meine, Quartett ohne Sieger ist langweilig. Ordentlicher Einsatz muss schon her. Also, worum geht's? Um Tanja. Tja, was soll das denn? Ich will, dass du sie in Ruhe lässt. Ja, dann unterschreib endlich diesen Überschreibungsvertrag. Da steht das Wasser ohnehin bis zum Hals. Genau wie dir. Na, komm schon, tut doch nicht so, als ob ihr in der Schweiz irgendwas gefunden hättet. Echt, das geht gar nicht. Ich habe mich doch schon entschuldigt. Ich könnte dich feuern lassen, Sumpfkuh. Ich bin nämlich so dicke mit eurem Creative Director. Es war leider nicht zu überhören, wie dicke ihr seid. Ach, ich verstehe. Du bist eifersüchtig, weil der Chefdesigner nicht auf XL steht. Was ist hier los? Dieser Fettklops hat mich beim Abstecken gestochen. Voller Absicht. Tut immer noch höllisch weh. War das Absicht? Gut. Danke für deine Arbeit. Bitte? Ich kann natürlich auch noch weiter abstecken. Also das Kleid, wenn es Wenn gewünscht sie ist. noch einmal ihre Leberwurstfinger nach mir ausstreckt, ich schwöre, ich raste aus. Sowas will ich hier nicht nochmal hören. Aber Okay. Dann verschwinde. Sie meinen also, dass eine Klage völlig aussichtslos ist? Nee, wenn Sie das sagen, Dr. Siebert, dann ja, vielen Dank und auf Wiederhören. Ricky. Jessie. Oh, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir denn so? Es geht so. Ansgar von Lahnstein hat mich gerade aus meiner Wohnung geschmissen. Ich habe 24 Stunden Zeit, um meine Sachen zu packen. Was? Wie krass ist das denn? Darf der das überhaupt? Mein Anwalt sagt ja, weil ich keinen Mietvertrag vorweisen kann. Also, bevor du jetzt auf der Straße landest, kannst du bestimmt bei uns in der WG auf dem Sofa pennen. Das ist lieb, vielen Dank. Aber ich denke, ein Hotelzimmer kann ich mir gerade noch leisten. Und euch? Also dir, wie geht's dir? Ja. Geht so. In ein paar Wochen ist bei LCL eine Modenschau. Nicht so gern mitlaufen. Aber? Endlich jemand, der sich nicht darüber wundert. Sollte ich modeln, war immer dein Ding. Stimmt. Und ich muss nur noch mal wieder ein bisschen in Form kommen nach der Schwangerschaft. Und deswegen habe ich mir einen Trainingsplan gemacht. Aber eigentlich müsste ich halt jetzt joggen und niemand will mir Maximilian abnehmen. Aber du hast wahrscheinlich auch keine Zeit, weil du packen musst und ein Zimmer organisieren. Aber du, eigentlich stört's mich nicht wirklich, wenn ich nebenbei ein bisschen auf den Kleinen gucke. Also wenn ich mit ins Betthaus nehmen darf. Ja, natürlich. Oh, super. Ja, gut, dann komme ich einfach gleich nach dem Joggen wieder bei dir vorbei. Entspann dich. Wir machen uns eine gute Zeit. Ne? Weißt du, ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, wie du das mit der Krise gedeichselt hast. Aber das ist doch jetzt hoffentlich keine Antwort von mir. Du hast die Bücher fingiert, mit Hilfe aus den eigenen Reihen. Weißt du, du gehst mir schon eine ganze Weile mit deinen Verschwörungstheorien auf die Nerven. Zumal es immer nur irgendwelche haltlosen Vermutungen sind. Komisch. Und ich bin überzeugter davon, dass sie stimmen. Fuchs F1, Höchstgeschwindigkeit 67 km/h. Mein Gatto Pardo 2 macht 72 Kilometer in der Stunde. Du hast die Bilanzen gefälscht. Und uns erzählst du hättest dich an der Börse verspekuliert. Dann hast du heimlich Geld aus dem Finanzkreislauf gezogen und auf den Caymans geparkt, später dann in der Schweiz. Trurock 100, Reichweite 150 Kilometer. Du hast doch tatsächlich das Überleben der eigenen Firma riskiert, nur um an die Macht zu kommen.
Hattest du nie Bedenken, alles zu verlieren? Mit euch Pappnasen an der Spitze? Ich bitte dich. Tja, und dann wurde die Firma ja förmlich totgespart. Und wir haben nach und nach alle Sparten verloren. Martha, du kannst ein richtiges Miststück sein. Sie hat mich am laufenden Band beleidigt, ja? Und am Telefon hat sie angegeben, was sie alles für tolle Dinge mit Juri gemacht hat. Oh, das hat bestimmt die ganze Stadt gehört. Was denn für Dinge? Entschuldigung, das war bestimmt Öl ins Feuer. Aber ich bin mir sicher, die alte Zicke hat den Pixar verdient. Ja. Am meisten ärgere ich mich um mich selbst. Dass du nicht härter zugestochen hast? Nein, dass ich so unprofessionell war. Aber ich dachte, Juri wäre sogar auf deiner Seite gewesen. Trotzdem. Ich bin bei LCL jetzt schon x-mal negativ aufgefallen. Und das, obwohl ich eigentlich immer alles richtig machen wollte. Weil das ist meine große Chance. Ja, und die wirst du auch nutzen. Ich glaube an dich. Aber dafür müsste ich endlich mal anfangen, zu 100% mich auf meinen Job zu konzentrieren. Damit die merken, dass ich eine richtig gute Designassistentin sein könnte. Aber stattdessen steigere ich mich in eine völlig unrealistische Schwärmerei rein. Ja? Von wegen One-Night-Stand. Der steht nur auf dieses Model-Biest. Das war ja auch eigentlich offensichtlich. Ich meine, ey, sind wir ehrlich. Juri kann doch jeder haben. Warum sollte er ausgerechnet mich wählen? Weil du intelligent bist und kreativ und einfühlsam und lustig. Dazu auch noch hübsch. Ersetz mal hübsch durch dick. Martha, leg mal eine andere Platte auf. Guck dir doch mal die ganzen LCL-Hungerhaken an. Du hast gerade mal ein paar Kilo mehr als die. Und wer sagt, dass das nicht hübsch ist? Ja, hübsch vielleicht, aber bestimmt nicht sexy. Aber hey, vielleicht werden Juri und ich ja mal richtig gute Kumpel. Hm? Dann gucken wir DVDs und er erzählt mir von seinen Eroberungen. Und dann schlafen wir gemeinsam auf der Couch ein. Obwohl, nee, stopp. Er schläft ein und ich lieg mit Herzrasen daneben. Wie lange hast du noch Mittagspause? Gut 40 Minuten, warum? Sehr gut, ich habe eine Idee. Komm mit. Du hast von Anfang an gewollt, dass das Gremium sich zerstreitet und am Ende selbst auflöst. Du kennst meine Haltung zur Demokratie. Und ich muss zugeben, du hast das wirklich alles ziemlich clever eingetütet. Trotzdem werde ich wohl nie verstehen, warum mein Vater ausgerechnet dich zu seinem Nachfolger gemacht hat. Mit einer Frau wie Tanja an deiner Seite. Das war einfach keine Chance. Da konnte selbst ich in Ludwigs Augen punkten. Du hast ihn manipuliert. Sie ist doch einfach eine, hat dir nicht vertraut. Womit wir beim Thema wären. Was glaubst du eigentlich wird passieren, wenn du deinen Plan in die Tat umsetzt? Wenn du Tanja ins Gefängnis bringst? Du wirst mir über kurz oder lang sehr dankbar sein. Du bist ja endlich los. Unsere Tochter könnte tatsächlich noch was werden, vorausgesetzt. Du beweist bei der Wahl deiner nächsten Ehefrau ein etwas glücklicheres Händchen. Falsch. Du wirst alles verlieren. Ich gebe dir mein Wort drauf. Wie lange hast du eigentlich daran gearbeitet, dass das hier alles dir gehört? Das Land, die Gebäude, das Schloss, ja, die Firma. Wie viele Jahre Familientradition stecken dahinter? Na komm, sag schon, du weißt es besser als ich. Hm? Jetzt bist du endlich am Ziel. Alles gehört dir. Ich frage mich nur, bist du tatsächlich dazu bereit, das alles wieder zu verlieren? So, mir reicht jetzt mit diesem dämlichen Spiel. Kannst du behalten. Ihr werdet mir Tanjas Anteile übertragen. Ansonsten kannst du zusehen, wie sie mich nass verrückt wird. Und das wird sie. Das weißt du besser als ich. Du wirst dir diesen Schritt noch sehr gut überlegen. So, warum sollte ich das denn tun? Weil ich dich sonst vernichten werde. Und Königs kommt gleich dazu.
Verdammt. So, und was machst denn du da? Warte noch einen Moment, ich hab's gleich. Das muss doch hier irgendwas sein, das doofe Ding. Ich muss echt wieder zurück zur LCL. Moment. Ah, hab's. Aha, ein Sparschwein. Nein, das ist ein Schwarmschwein. Ein was? Ein Schwarmschwein. Jedes Mal, wenn du von Juri schwärmst, wirfst du da einen Euro rein. Das soll funktionieren? Mhm. Papa hat sich so das Rauchen abgewöhnt. Damals war es noch die D-Mark. Also, jedes Mal, wenn du dich dabei ertappst, dass du von Juri schwärmst. Oder wenn ich mir eine extra Aufgabe aufbrummen lasse, nur um in seiner Nähe zu sein. Oder einer fremden Tussi eine Nadel in den Po rammst, wirfst du da einfach einen Euro rein. Was, wenn das Schwein voll ist? Das wird nicht passieren. Das ist ja der Trick bei der Sache. Der ist defekt, ist vorhin stecken geblieben. Na, mein Kleiner, der Ricky dich gut behandelt. Oh. Also, wenn er immer bei dir wie ein Stein einschläft, dann bringe ich ihn öfter vorbei. Also ich habe auch nicht immer Zeit. Danke. Schade, dass wir schon gemerkt haben, dass es mit uns nichts wird. Denn ich denke, du bist ein guter Stiefpapa für Maxi. Jessie. Ja, jetzt im Ernst. Wo Timo weg ist, da ist er doch sicher ziemlich langweilig. Oder spürst du so eine innere Leere? Das hört man oft von Eltern, wo die Kinder weg sind. Jessie? Du, das muss dir überhaupt nicht peinlich sein, hm? Ich habe nämlich die perfekte Lösung für dich. Ich bring dir einfach Maxi morgen wieder vorbei. Nein. Also, das nehmen wir jetzt aber persönlich. Also wenn du wirklich wieder zurück bist in deinem Beruf, dann... Ich kann nicht immer als Babysitter parat stehen. Ja, aber doch bestimmt ab und zu. Du kannst doch so gut mit Kindern. Ja, aber trotzdem muss da eine dauerhafte Lösung her. Du kannst Max nicht immer spontan irgendwo parken, bloß weil du ein paar Stunden Sport machen willst. Ja, ein Stündchen wird doch schon reichen. Jessie, ich habe einen Job. Ich habe ein Leben. Wenn du wirklich wieder zurück willst in deinen Beruf, dann musst du das gezielt angehen. Du meinst, ich brauche einen Plan? Du brauchst einen Masterplan. Und dieser Masterplan heißt nicht Ricky. Echt nicht? Nein, Jessie, nein. Hey. Der Krach vorhin. Sorry. Ist schon vergessen. Ich habe mir gedacht, ich hole heute Abend noch mal so eine American Pizza mit extra Käse. Und dann könntest du den Stoff für mich noch mal an einer Puppe abstecken. Ich kann nicht. Ich habe heute schon was vor. Oh, die Karten sind echt schon seit über 2 Monaten haben wir die besorgt. Okay. Arbeit ist nicht das Wichtigste. Viel Spaß. Danke. Komm. Ist gut. Da fress. Ach, nur mal so aus reiner Neugier und weil du so viele spannende Andeutungen gemacht hast. Was genau würde denn passieren, wenn ich Tanja anzeige? Wenn es zu einer Verurteilung kommt, dann würde ich das Urteil anfechten. Und deine ganzen schmutzigen Finanztransaktionen würde ich vor Gericht bringen. Das ist alles? Das ist ja ein bisschen armselig. Ich habe doch gar keine Beweise. Sie hat nichts gegen mich in der Hand. Weißt du das so genau? Aber du solltest eines sehr genau wissen. Was auf dich zukommt. Jahrelange Prozesse, der Staatsanwalt als Dauergast in deiner Suite, Schlammschlachten in der Presse, sowas legt schnell mal eine ganze Firma lahm. Mal ganz abgesehen von den Kosten oder was das für deinen Beruf bedeutet. Aber die Firma ist dir doch genauso wichtig wie mir. Und das genau ist der Irrtum.
Mein Vater hat dich doch auf den Thron gesetzt. Mich hat er doch eiskalt verkauft. Ich bin raus. Alles, was mich noch interessiert, ist meine Familie. Und was mit dieser Firma wird, das geht mir zu gut deutsch gesagt am Arsch vorbei. Für dich allerdings steht hier alles auf dem Spiel. Weil Königsbrunn und die Firma doch das Einzige sind, was dir jemals etwas bedeutet hat. Und mein Vater wusste das. Deshalb hat er dir auch alles vermacht. Aber ich weiß es auch. Du kannst dir doch niemals wirklich sicher sein, ob du nicht doch irgendeinen Beweis übersehen hast. Oder ob es da nicht doch noch irgendeinen Mitwisser gibt, der dich verrät und dann verlierst du alles. Und wenn du dann alles verloren hast, wer bist du dann noch? Ansgar. Na schön, das ist ja wohl der Moment, in dem du mir ein Angebot machst, oder? Du händigst mir die belastenden Beweise gegen Tanja aus. Dir ist klar, was ich dafür will, oder? Ja, natürlich, aber 50% ist einfach zu viel. Du bekommst 20. Und du sicherst ihr schriftlich zu, dass sie als Geschäftsführerin unkündbar ist. Glaub mir. Außer meiner Familie habe ich nichts mehr zu verlieren. Aber wenn du mir das nimmst, dann reiß ich dich mit in den Abgrund. Haben wir ein Geschäft?